Meistens ist es so, dass der allererste Moment der richtige ist und der erste Impuls der richtige ist. Und dann kommt irgendwann das Hirn, das setzt dann ein und dann fängt es an abzuwägen. Ist das jetzt gut, ist das schlecht, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten? Hallo! Hallo! Wir sind Juri und Uli von Travel Caddy und das ist unser kleiner Minicamper Gustav. Mit dem sind wir seit 2,5 Jahren ganz fleißig unterwegs. Unsere Küche. Hier befinden sich sowas wie Schneidebrett, natürlich auch eine Faltschüssel zum Abwaschen, Sieb, Töpfe, Öl zum Kochen, aber natürlich auch mit das Wichtigste, Kaffeepulver. Auch für Romantik ist natürlich bei uns auch gesorgt, mit einer kleinen Kerze. Genau, und hier unten haben wir dann auch noch Teller und ich glaube, dass darunter ist eine Grillplatte. Viele fragen uns immer, warum wir eine geschlossene Platte haben, beziehungsweise überhaupt eine Platte auf dieser Kiste drauf. Das liegt daran, weil wir dadurch uns Arbeitsplatz geschaffen haben. Wir können hier drauf kochen, wir können hier drauf schnippeln, wir können hier drauf abwaschen. Und deshalb haben wir auch eine komplette Platte gewählt und keine, die unterteilt ist. Denn es kommt auch mal vor, dass bei der Faltschüssel es umklappt und dann Wasser rausläuft. Zumindest wenn ich abwasche. Eigentlich ist der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass meine Mutter dann irgendwann nicht mehr da war, nicht mehr unter uns weilte und ich so ein bisschen überlegt habe, was machst du denn jetzt? Also ich habe wirklich dann mal ein bisschen Geld gehabt und habe überlegt, was machst du damit jetzt? Also wo tust du das jetzt gut irgendwie investieren? Was hätte sie auch gut gefunden? Und dann kam so ein bisschen der Moment, wo ich sagte, Mensch, du warst früher immer schon gern unterwegs. Ich habe auch früher in meinem Auto oft geschlafen und so und habe dann gedacht, na, dann machen wir das mit einem Auto, was ein Alltagsauto ist, weil ich ja auch nicht weiß, ob meine Frau überhaupt das gut findet, ja, und haben uns da so rangetastet und haben dann das Auto hier gekauft und Stück für Stück umfunktioniert zu einem kleinen Camper. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich da jemand an meiner Seite habe, dem das eben auch super gefällt und manchmal haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, dass meine Mama noch auf uns aufpasst. Ja, noch ein paar Worte zum Staukonzept hier. Also Uli hat es ja schon gesagt, früher war hier immer, oder jetzt ist hier unsere Küche drin, früher waren hier immer unsere Klamotten drin. Und da wir aber im Sommer mit einem Fahrradträger unterwegs waren, mussten wir ein bisschen umkonzipieren. Dann kamen wir hinten immer relativ schlecht dran, deswegen ist jetzt hier unsere Küche drin. Und die Klamotten haben wir tatsächlich echt immer jeder für sich in so einer ja, ganz billigen Reisetasche, also total nicht unkomfortabel, aber ja, unkonventionell vielleicht für die großen Camper. Da hat jeder so eine Tasche, da packen wir unsere Sachen rein und wenn wir dann das Bett aufgebaut haben, kommen die einfach auf die Vordersitze. Ganz oldschool. Und dann haben wir nämlich auch Platz, um mal, wenn das Bett nicht aufgebaut ist, wie ihr seht, kann man hier auch mal schön drin sitzen. Man kann sich dann auch mal bei schlechterem Wetter ein bisschen drin aufhalten, wenn es sein muss. So, das ist unser Herzstück. Diejenigen, die uns kennen oder diejenigen, die uns folgen, die haben das bestimmt auch schon in irgendwelchen anderen Videos gesehen. Das ist diese sogenannte Biberbox. Das ist unser Bett. Also man hat hier noch ein bisschen Stauraum. Hier haben wir 15 Liter Wasserkanister mit. Das reicht uns beiden eigentlich ganz gut. Hier haben wir noch ein riesiges Staufach. Da ist gerade nicht so viel drin, wie man sieht. Wir haben aber tatsächlich, obwohl wir eine Standheizung haben, immer noch so einen kleinen Elektrolüfter mit, weil wir auf Campingplätzen, wenn wir auf Campingplätzen sind, nicht so gerne die Leute mit unseren Abgasen belästigen wollen. Deswegen hat man ja dann meistens Strom. Dann kommt der kleine Heizer hier oben auf die Verkleidung drauf und dann kann man eben auch mal so heizen. Genau, ansonsten, was haben wir hier noch? Hier ist unser Kocher. Der ist hier drauf festgeschraubt. Das hat jetzt tatsächlich nichts mit einer Wohnmobilzulassung zu tun. Ich glaube, die wird man hiermit nicht kriegen, aber man kann den natürlich dann auch irgendwo anders hinstellen.
mal rausnehmen, immer da kochen, wo gerade kein Wind ist. Und was ich dann irgendwann nochmal gemacht habe, ist, dass ich hier diese Gurte angebracht habe, damit das hier immer schön eben ist. Dann kann man sich hier wunderbar auch mal kurz davor setzen, muss nicht immer einen Campingtisch auspacken und kann hier auch mal ganz, ganz gut eine Pause machen. Wir haben super viele YouTube-Videos angeschaut und wir haben auf Webseiten recherchiert nach verschiedenen Campingboxen, die eben eine Möglichkeit bieten, das Auto grundlegend nicht umzubauen, sondern halt wirklich das weiter als Alltagsfahrzeug zu nehmen und dann eben auch als Camper nutzen zu können. Und wir sind dann tatsächlich über eine Webseite, was Blogger sind, Rent-A-Ring heißen die haben einen Campingboxen-Vergleich gemacht. Und dann haben wir eben gesehen, dass der Patrick, der Gründer und Initiator der Biberbox in Markkleeberg ansässig ist, was eben gleich bei uns ums Eck ist. Und da konnten wir dann eben einen Termin mit ihm vereinbaren und das eben einfach die Box in unseren leeren Kofferraum tun und die aufbauen und haben dann eben gesehen, wie einfach das ist, wie schnell das geht, wie klein die verstaubbar ist. Das hier ist unsere Toilette, die hat erst vor ein paar Monaten Einzug gehalten und zwar ist es eine Trockentrenntoilette. Wir haben relativ lange nach einer Möglichkeit gesucht. Wir hatten vorher so einen normalen Eimer, den man bei Amazon bestellen kann, wo man im Endeffekt einen Beutel reinmacht und dann alles da reinkommt. Und erstens aus Geruchsgründen und auch aus Entsorgungsgründen etc. war das für uns dann nicht die richtige Lösung. Und dann haben wir die zwei Lieben von Kiltwick kennengelernt und haben ihnen von unserer Problematik erzählt, dass im Endeffekt keine Toilette unter unseren Höhenstandard, den wir hier haben, der von der Biberbox vorgegeben ist, darunter passt. Und anscheinend konnten wir das so überzeugend machen, dass sie sich überlegt haben, dass sie extra für die Minicamper eine Trockentrenntoilette entwickeln wollen und damit ist es wirklich die aller niedrigste Trockentrenntoilette, die man auf dem Markt bekommen kann. Und auch wenn man vielleicht denkt, das ist ein bisschen eng, wir haben das jetzt wirklich schon mehrmals ausprobiert. Ich war auch schon 5 Tage jetzt im Winter im Erzgebirge campen und ich kann sagen, es ist genug Platz. Wir haben hier für das ganze Auto noch solche Thermomatten, die sind natürlich jetzt im Winter total toll, aber auch im Sommer, weil dann einfach nicht so viel Hitze reinkommt. Und das Coole ist, die halten einfach mit Magnet. Macht man hier rein und schon ist es drin. Und das haben wir einmal für das ganze Auto, die bewahren wir in diesem Fach über unseren Köpfen auf und können dann das ganze Auto stockdunkel machen. Da kann man also auch im Sommer hervorragend ausschlafen. Man muss sich vorstellen, wie ist denn unsere Morgenroutine zum Beispiel. Also wir können ja mit so einem kleinen Fahrzeug nicht wirklich irgendwie in der Stadt stehen oder so. Jetzt haben wir eine Toilette an Bord, das war aber nicht immer so. Und man stellt sich einfach vor, wie richtet man sich morgens. Und in der Regel ist es für uns halt wichtig, dass wir irgendwie ein bisschen abgeschieden sind, dass wir auch mal aus dem Auto rauskommen, um uns anzuziehen oder was man halt so machen muss morgens. Und das geht halt für die Ziele, die wir jetzt einfach noch auf dem Schirm haben, ist das möglich, aber es ist einfach deutlich aufwendiger und einfach auch nicht so komfortabel. Und warum wir uns dann eigentlich wirklich entschieden haben, uns zu vergrößern, war auf dem Vanspring letztes Jahr, glaube ich. Da haben wir dann mal von Bekannten aus Leipzig, die davon leben, die bauen selber Camper aus und vermieten die dann. Und das sind halt alles individuelle Camper. Die sind halt nicht irgendwie von der Stange, sondern die ermöglichen eigentlich Leuten wirklich mal ein bisschen Vanlife zu schnuppern mit den 2 Wagen, die haben. Und da haben wir uns einen ausgeliehen und haben dann das erste Mal eigentlich so nach den ganzen Jahrzehnten erlebt, wie das nochmal ist eigentlich mit einer Stehhöhe und wie das eigentlich so ist, wenn man morgens nicht unbedingt gleich raus muss und einer liegen bleiben kann und der andere macht schon Kaffee oder so. Und da waren wir so happy und das haben auch Leute in dem Video gesehen, die haben uns dann auch drunter geschrieben, Mensch, ihr seid so glücklich gewesen, macht's doch einfach und ist doch egal, was die Leute denken und das ist es tatsächlich auch. Also man sollte immer das machen, was einem selber glücklich macht und sich da nicht irgendwie auch nach anderen richten. Das habe ich leider auch relativ spät erst erkannt. Manche lernen das nie, aber deswegen haben wir irgendwann gesagt, so schwer uns das fällt, uns von unserem kleinen Gustav irgendwann mal zu trennen, was Größeres wird kommen. So, dann zeigen wir euch mal, wie wir unser Bett machen. Das ist mittlerweile recht gut eingespielt. Decke weg.
Dann halte ich immer meistens die Matratze. Das will ich mal nehmen. So, einmal die Gurte einhängen und umklappen. Wie breit ist euer Bett? 1,20. Genau, wir haben hier 1,20 Meter Breite mal 1,90 Meter Matratzenlänge. Aber dadurch, dass hier zum Beispiel noch viel Platz ist und drüben haben wir hier, wo unser Oberkörper liegt, haben wir fast 1,40 und wir können auch beide komplett ausgestreckt drin liegen. Ist ein bisschen kuschelig, aber dadurch, dass das Bett so relativ niedrig ist, also nur auf 32 cm Höhe, können wir beide hier auch noch drin sitzen und können uns hier ein bisschen anlehnen, oder meistens machen wir es so, dass wir uns hier hinten einfach an die Sitze anlehnen, machen noch ein Kissen in den Rücken, liegen hier drin, hängen hier dann tatsächlich auch mal ein Tablet dran und können dann abends noch ein bisschen Filmabend machen. Das geht alles. Hier kann man perfekt Sachen abstellen. Klar, ist immer ein Kompromiss mit so einem kleinen Camper, aber es ist wirklich kuschelig und gemütlich und man fällt auch nicht auf. Hier hinten auf der rechten Seite haben wir auch den Auslass für die Standheizung. Wir müssen also auch nicht frieren. Und aufgrund des Platzes, der ja hier wirklich rar ist in dem Auto, haben wir die Standheizung unterm Auto verbaut. Die ist in so einer Edelstahlkiste drin und ja, zieht Luft von außen an und man hat dann immer schöne frische Luft und die wird halt aufgewärmt und hier abgegeben. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir sind seit über 12 Jahren ein Paar und man kennt sich da schon relativ gut und wir waren auch schon zusammen im Ausland und haben da eben gelebt und gearbeitet und haben also quasi auch schon viele Extremsituationen miteinander durchgemacht. Allerdings ist das Campen auf so einem kleinen Raum nochmal eine krassere Extremsituation, weil man alles mitbekommt. Ist noch ein Tick krasser als unser Mini-Zimmer in der WG in London, was wir mal hatten. Genau, was 8 Quadratmeter zusammen gewohnt. Aber da gab es eben ein separates Bad und da konnte man sich dann noch aus dem Weg gehen und man hat ja auch gearbeitet. Und deshalb, das ist wirklich die krasseste Situation und es ist auch tatsächlich so, wenn wir aus so einem 3-Wochen-Urlaub nach Hause kommen, dass wir uns dann gerne mit Freunden verabreden, separat voneinander. Also der erste Trip damals nach Holland, der war noch ein bisschen konfliktbehaftet teilweise, wie das halt manchmal einfach dann so ist. Ja? Das ist ja auch nicht so, dass man sich dann nicht lieb hat oder so. Aber es gibt einfach Situationen, man findet keinen Stellplatz, man ist müde, ich werde immer ein bisschen knarzig, wenn ich Hunger habe und dann wird es halt auch einfach ein bisschen anstrengend. Aber zum Beispiel die letzten Trips dann, das lief eigentlich ziemlich geschmiert dann. Und dann sitzen noch die Handgriffe, man weiß, wo alles ist, wie das Bett schnell umgebaut wird und so. Aber ja, wir haben uns nochmal anders kennengelernt. Also das ist auf jeden Fall so, und schweißt auch zusammen. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich mag Pläne und ich gehe in der Regel auch überlegt vor, aber man sollte nie eins vergessen, man sollte echt immer auf sein Herz hören und auf den allerersten Instinkt, auf den allerersten Moment. Das ist ganz egal, worum das geht. Also ob man jetzt ein Vorstellungsgespräch hat oder ob man ein Auto kauft oder keine Ahnung, ganz egal, ein Essen aussucht in der Speisekarte. Meistens ist es so, dass der allererste Moment der richtige ist und der erste Impuls der richtige ist. Und dann kommt irgendwann das Hirn, das setzt dann ein und dann fängt es an abzuwägen. Ist das jetzt gut, ist das schlecht, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten? Und das kann man lernen. Also man kann wirklich dann versuchen, warte mal, was war mein allererstes Gefühl dazu? Und das allererste Gefühl, das ist meistens das Richtige. Also wenn man sich da so ein bisschen rantastet und auch sich selber vertraut und sich da in sich reinhört, dann wird man merken, dass man damit gute Erfahrungen sammelt. Und es ist halt wirklich so, worauf willst du warten? Also wir sind alle nur einmal hier und das Leben kann super schnell vorbei sein. Klingt jetzt ein bisschen melodramatisch, aber es ist ja so. Also ich habe einmal fast einen Bruder verloren, er hat einen Autounfall, ganz schlimm. Und da war der 20, ne? Und das kann dann halt auch vorbei sein. Und
wir kennen wirklich viele Leute auch, die sagen, ja, wenn ich dann in der Rente bin und ich spare jetzt drauf hin und dann fange ich an zu reisen und dann will ich mit dem Bulli reisen oder so, wo ich sage, kann man machen, aber wer weiß, wie fit bist du dann noch. Und deswegen lieber einfach anfangen. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.